Hi and hello to everyone. Kurz zu mir, ich heiße Marion und bin 23 und zum Reisen benötige ich eigentlich nur meine wichtigsten Dinge. Ein Fortbewegungsmittel. Okay, damit komme ich nicht weit. Ein Auto. Und meinem Freund. Wieso mache ich dieses Video? Ich habe in den letzten Jahren meine Vorliebe zum Reisen entdeckt und nutze absolut jede Gelegenheit, die sich mir bietet, um die interessantesten und schönsten Plätze der Welt zu erkunden. Ich habe mir einfach 2020 und seine Ereignisse zu Nutzen gemacht und gemerkt, wie eine völlig überlaufene Sehenswürdigkeit plötzlich auf einen wirkt, wenn niemand mehr da ist. Aber warum Portugal? Kurz gesagt, die Einreise war ohne Test möglich, die Flugtickets waren billig und es war einen Versuch wert, die schönsten Strände Europas in der Off-Season menschenleer zu erleben. Wir beginnen in Lissabon, die Hauptstadt Portugals. Mit ca. 509.000 Einwohnern kommt Lissabon gerade mal auf Platz 100 der größten Städte Europas. Aber dafür ist sie die älteste Stadt Westeuropas. Als wir in Portugal erreichten, herrschte zu dem Zeitpunkt eine Ausgangsbeschränkung, wochentags von 22 Uhr bis 5 Uhr und am Wochenende von 13 Uhr bis 5 Uhr. Allerdings mit offener Gastronomie und Geschäften. Zusammengefasst, eigentlich kein Problem. Für Lissabon selbst nahmen wir ein Airbnb mit fabelhafter Aussicht auf die Stadt. Aber man sollte wirklich Augenmerk darauf legen, dass das Apartment im Winter auch eine Heizung hat, sonst könnte es ganz schön kalt werden. Was kann man über die Lisboetas sagen? Nahezu jeder, ob jung oder alt, spricht ausgezeichnetes Englisch und die Gelassenheit und Freundlichkeit der Leute schwappt relativ schnell auf einen über. Genau wie Rom ist Lissabon auf 7 Hügeln erbaut und wird deshalb Cidade das 7 Colinas, die Stadt auf 7 Hügeln genannt. Das bringt uns auch zu dem Fakt, wenn du Lissabon besuchst, sei bereit, ständig bergauf oder bergab zu gehen. Dafür bietet dir die Hauptstadt unzählige an atemberaubenden Aussichtspunkten, die einfach und schnell zu erreichen sind. Wem allerdings bergauf und bergab zu mühsam ist, den kann ich nur nahelegen, sich hier hin und wieder ein Uber zu genehmigen. Die Preise hier sind absolut kein Vergleich zu unseren Standards. Die Stadt selbst ist echt schön anzusehen. Was einem sofort unweigerlich ins Auge fällt, sind Fliesen. Fliesen am Gehsteig, Fliesen an Hausfassaden, Fliesen an Wänden in der Metro. Fliesen, die in Kombination ganze Bilder oder auch Geschichten widerspiegeln. In diesem Fall nennt man die bemalten Fliesen Azulejo, die by the way von Seefahrern im 14. Jahrhundert nach Portugal gebracht wurden. Lissabon bietet vieles an Wahrzeichen und Sehenswürdigkeiten. Was man sich nicht entgehen lassen sollte, ist meiner Meinung nach die Brücke der Stadt. Die über 2000 Meter lange Hängebrücke erinnert doch sehr an San Francisco. Was man hier in der Überzahl in den verschiedensten Varianten findet, sind Frühstückslokale. Die Stadt bietet einem alles, was das Frühstücksherz nur begehren kann. Von Bowls zu Pancakes zu den verschiedensten veganen Optionen. Ein weiterer Vorteil dieser Zeit war für uns, die Bars abends sind leer und man kann die ganze Zeit relaxed alleine genießen. Lissabon bietet einen auch unzählige Strände in näherer Umgebung. Das war auch der Grund, wieso wir uns ein Auto gemietet haben. Was, by the way, in Portugal absolut billig ist. Man kann sich ein Auto bereits um 13 Euro pro Tag mieten. Das war der erste Strand, 33 Kilometer oder auch 33 Minuten entfernt von Lissabon. Hier fanden wir einen riesigen leeren und vor allem gratis Parkplatz. Und nicht nur der Parkplatz war leer, auch der gesamte Strand. Außer ein paar Hunden und vereinzelt ein paar Surfern konnte man sagen, wir waren ganz allein. Anscheinend ist dieser Strand immer wieder Austragungsort verschiedener Surfwettbewerbe und soll auch 1969 Drehort für den James Bond Film gewesen sein. Cabo da Roca ist der westlichste Punkt Europas, zumindest vom Festland. Man findet diesen Platz westlich von Lissabon auf ca. 140 Meter Seehöhe. Surprise, surprise, auch der Leuchtturm ist der westlichste Leuchtturm von Europa. Portugal ist in vielerlei Hinsicht anders und das sieht man auch an der Natur.
den vielen grünen Hügeln, die weit entfernt von trockener Landschaft sind. Wir erreichen die Algarve, die südliche Küstenregion von Portugal. Hier fand ich ein riesiges Apartment in einem riesigen Resort, das preislich einfach unschlagbar war. Es war nicht nur unschlagbar, ich glaube, wir waren auch die einzigen Gäste in diesem Resort. Nächster Pluspunkt, dieser Strand war nur 5 Minuten entfernt. Die Praia da Falesia in Albufeira, oder auch Praia dos Tomatos genannt, ist sogar eine Blue Flag Beach, was kurz gesagt einfach nur ein Gütezeichen für Umweltfreundlichkeit ist. Mein persönliches Statement zu Reisen in diesen Zeiten. Wenn man es smart macht, kann man Menschenmengen und Kontakt überall vermeiden und einfach die Vorteile nutzen, die sich bieten. Wir hatten ein 2-stöckiges Apartment in einem riesigen 5-Sterne-Golfresort und Spa, das fast wie eine kleine Stadt war. Mit unzähligen Innen- und Außenpools, Spa, Fitnessstudio, Golf- und Bogenschießanlagen. Und das Beste, für das wir lediglich 55 € pro Nacht bezahlt haben, das in der Sommersaison ca. 270 € kostet und im Winter absolut menschenleer ist. Wirklich menschenleer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir womöglich die einzigen Gäste waren. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Am Abend in einer Bar erfuhren wir davon, dass Portugal ab dem nächsten Tag einen Lockdown einführen wird. Wie offen und relaxed die Leute hier sind, merken wir, als wir von jemand Fremden einen Kuchen bekamen, nur weil er Geburtstag hatte. Und by the way, Kreisverkehre, die Lagos zu bieten hat, sind einfach fantastisch. Lagos. Was kann man sagen? Wer ein Fan von Fisch und Meeresfrüchten ist, ist hier bestens aufgehoben. Die Hafenstadt selbst konnte mich nicht so beeindrucken. Es erinnert mich doch sehr an den klassischen Touri-Ort. Allerdings die Strände. Die ockerfarbenen Klippen, von denen jede einzelne dazu einladet, sie auch von oben zu erkunden, um das türkisfarbene Wasser zu sehen. Feinster Sandstrand, naturgeschaffene Höhlen in den Klippen, die klassisch portugiesisch steilen Holzstufen, wie man sie dort überall findet, handgegrabene Tunnel durch die Felsen, die die einzelnen Badebuchten verbinden. Das ist einfach eine Klasse für sich. Das Gute an Portugal ist, dass so ziemlich alle Strände meist sehr nah aneinander liegen. Manchmal braucht man nur 5 Minuten mit dem Auto und manchmal nicht mehr als 20. Man hat die größte Auswahl und kann sich oft nur für ein paar davon entscheiden. Auch in der Nähe von Lagos, beziehungsweise mit dem Auto zu erreichen, findet man die Praia da Cardoama, im Naturpark der Vizentischen Küste. Der ein kilometerlanger Sandstrand bei Ebbe sogar mit den benachbarten Stränden verbunden ist.
Wenn man hier am Strand entlang spaziert, kann man wirklich Distanzen zurücklegen, die man wohl bisher noch nie an einen europäischen Strand gemacht hat. Was einem auch auffällt, bzw. mir aufgefallen ist, sind die riesigen und starken Wellen der Atlantikküste. Dies dürfte wahrscheinlich auch ein beliebter Platz zum Surfen sein. Und mit diesem Strand schließe ich hier ab. Zusammengefasst ist eine Reise nach Portugal in der Wintersaison überhaupt in diesen Zeiten mehr als nur wert. Wir wurden mit freundlichen Menschen, fabelhaften Essen, günstigen Preisen und traumhaften menschenleeren Panoramen belohnt. Es war sicher nicht mein letzter Aufenthalt hier. Vor allem muss man erst einmal die Zeit finden, alle Strände von Portugal zu finden und zu erleben. Falls du es bis hierhin geschafft hast und dir gefällt, was du siehst, abonniere doch meinen Kanal. Danke für deine Zeit und stay safe.